Ich zeige Ihnen meine selbstgebaute Staubfilteranlage. Wieso habe ich die selbst gebaut? Der Grund ist ganz einfach. Kommerzielle Anlagen sind in der Regel viel höher gebaut oder tiefer gebaut. Die sind mit einer Höhe von praktisch 40 cm bis hier. Das hätte bedeutet für diesen Raum, der jetzt 2,50 Meter hoch ist, dann wäre die Anlage sehr tief in den Raum gekommen. Diese Anlage hier hat eine Höhe von 12 cm, das heißt, er hat den Vorteil, sie kommt nicht weiter runter, weil ich so groß bin, mit 1,90 Meter. Das wäre dann störend, wenn die Maschine bis hier hinunterkäme. Zudem kommt noch hinzu, dass eine tiefer gebaute Maschine natürlich Schattenwürfe geben würde über die Lichtverteilung. Das Prinzip ist ganz einfach. Die Luft wird hinten angesogen. Wieso hinten? Hier in diesem Raum steht im Behälter auch der Staub. Wird angesogen, wird durch einen Filter gezogen und dann hier wieder ausgeblasen. Also hier wird die gefilterte Luft wieder in den Raum gebracht. Wenn ich die Anlage jetzt in Betrieb nehme, dann sieht man auch an diesem Zettelchen, dass die Luft hier ausgeblasen wird. Bei dieser Anlage habe ich 3 Ziele verfolgt oder 3 Ziele verwirklichen wollen. Das erste Ziel habe ich schon erwähnt, das ist die Höhe, nur 12 cm, um den Raum nicht zu begrenzen. Das zweite Ziel war möglichst wenig Stromverbrauch, also keine großen Maschinen da oder Motoren. Und das dritte Ziel war ein möglichst geringer Lärmpegel, also möglichst keine überflüssigen Geräusche. Jetzt diese Ventilatoren, die laufen sehr ruhig, ich kann das jetzt mal demonstrieren mit einem Dezibelmeter. Wir sehen hier, wenn ich spreche, haben wir im Raum etwa zwischen 65 und 67 Dezibel. Ich werde jetzt die Maschine einschalten und dann nicht mehr sprechen und dann sehen wir mal, wie viele Dezibel die Maschine erzeugt. So, jetzt sehen wir die Maschine offen, ohne Staubfänger. Also das Prinzip ist ganz einfach, es ist einfach eine Schachtel. Und hier haben wir eigentlich die 5 Ventilatoren. Das sind Rohrventilatoren mit einem Durchmesser von 10 cm. Darum kann man auch den ganzen Apparat auf 12 cm reduzieren. Ich habe jetzt hier 5 Rohrventilatoren installiert, parallel angeschlossen. Man sieht das, wenn man jetzt da einschaltet, dann wird die Luft hier angesogen über die Rohrventilatoren und auf der anderen Seite wieder ausgeblasen. Ganz einfaches Prinzip. Diese Motoren, die brauchen auch praktisch keinen Strom, sind ganz stromeffiziente Motoren, die ich eingesetzt habe. Schalten wir wieder ab und gehen jetzt zum Staubfänger. Hier, das ist jetzt also der Staubfänger der Filteranlage. Hier wird der Staub aufgefangen, hier wird die Luft angesogen. Die Luft wird dann hier durch den Staubfänger gesogen und durch den Filter gesogen. Und man sieht jetzt also, der Filter, der ist jetzt etwa 30 Stunden im Einsatz gewesen, vielleicht 40 Stunden. Und man sieht jetzt auch, der ist doch relativ stark jetzt verbraucht. Also man sieht hier natürlich vor allem das feine Material wird herausgefiltert, die groben Späne, die fallen ja dann direkt auf den Boden. Und man könnte jetzt diesen Filter auswaschen, aber ich werde diesen jetzt gerade ersetzen mit einem neuen Filter. Den Filter, den habe ich bei ebay.de gekauft, kann man aber auch über amazon.de kann man diese Filter im Quadratmeterpreis bestellen. Hier habe ich jetzt neuen Ersatzfilter. Das kann man günstig, wie gesagt, bei ebay.de oder bei amazon.de kaufen.
ist sehr günstig, das lohnt sich fast nicht, diesen Filter zu reinigen. Ich messe jetzt mal schnell, wie groß dieser Filter sein muss, dann schneiden wir einen neuen zu und ersetzen den wieder. Wir haben da den Filter, der ist 58, 59 in der Länge, 10 in der Höhe. Machen wir da 10, das wäre dann etwa hier. Und hier. Ja. Das geht ja fast nicht. Ne? Und diesen Filter machen wir das so. Dann haben wir die gleiche Größe. Schneide ich dann einfach zu. Muss ja nicht auf den Millimeter genau sein. So. Die Länge stimmt immer noch. Das wäre es dann schon gewesen. Und dieser Filter ist dann wieder bereit, in den Staubfänger eingebaut zu werden. So, bevor wir den Filter einbauen, muss der Staubfänger noch geleert werden. So. Ja, alles weg. Das ist die Ansicht von vorne. Voilà. Ansicht von vorne. Und jetzt wird einfach dieser Staubfilter, der neue, wird einfach hier wieder eingesetzt in dieses Käfig. So, da. Keine Hexerei, nichts Kompliziertes. Ja, macht nichts, wenn der ein bisschen größer ist, der wird dann hier zusammengedrückt. Das ist völlig egal. So, jetzt ist er wieder bereit, um den Staub herauszufiltern für die nächsten 40 Stunden. So, hier habe ich den Staubfänger mit dem neuen Filter, den wir vorher gewechselt haben. Jetzt baue ich den wieder ein. Und zwar ist das einfach, schauen, dass der schön parallel reingeht. So, das sieht gut aus. Und dann wird er wieder fixiert mit diesen beiden Schrauben da. So. Einmal. Und das die nächste Schraube. So. Zweimal, dann ziehe ich diese beiden Schrauben ein bisschen an. Hoppla. Falscher Schraubenzieher. Ja. Ja. So, 1, 2. So, das wäre es dann, wenn wir die Maschine wieder einschalten. Man merkt jetzt auch, man hat wieder viel mehr Power als vorher, weil der Filter natürlich jetzt wieder gesäubert ist. Das wär's. Staubfilteranlage, Selfmade, 12 cm Höhe.